zusammen hier da draußen. Ich bin zurück. Ihr habt, glaube ich, ein bisschen warten müssen jetzt, bis ich mein nächstes Video mache. Ich habe mich jetzt endlich getraut, Fluidrol zu kaufen. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Es ist auch das erste Mal. Ich habe es vorher noch nicht ausprobiert. Ihr sollt dabei sein. Ich bin mal gespannt. Und weil das noch nicht alles ist, ich habe mir jetzt auch mal von Golden, das ist eine amerikanische Firma, könnt ihr es hier, also ihr sehen könnt. Genau. Und zwar haben wir Premier Yellow geholt, also gelb, mehr oder weniger. Die haben ja ganz komische Namen. Fatalo Blue, Red Shade und Naptol Red Medium. Das habe ich jetzt noch offen lassen. Ich habe mal die anderen Farben vorbereitet. Das heißt, weiß habe ich noch mit normalem Acrylstudio von Bösner, weil da habe ich noch keins von den Golden gekauft. Die sind doch etwas teurer. Aber wenn ich schon was ausprobiere, dann alles oder nichts. Probieren wir mal, ob es funktioniert. Aber das Rot wollte ich jetzt noch anmischen mit euch zusammen, damit ihr es auch seht. Das Fluidrol, die wo damit arbeiten. Ich habe das erste Mal. Ich habe mir jetzt so viel in den Becher reingetan. Ich denke mal ca. 20%. Mach von diesen Golden Fluid Acrylics, heißen die ja, ca. 10 Tropfen rein. So, weil ich denke mal, die sind sparsam. Wie gesagt, etwas teurer, aber ich denke, an meinem Verbrauch brauchen wir nicht so viel. Ich weiß es noch nicht, ich muss es erstmal testen. Mir kommt es etwas dünn vor, aber es kann auch in dem Fluidrol liegen. Jetzt schauen wir einfach mal. Ihr seht auch hier. Ich finde, die Golden haben halt schöne Farben und gehen dann doch noch vom Preis her. Wobei sie doch etwas dünnflüssig, also ja, nicht so richtig deckend, kommt mir vor. Aber das sind glaube ich auch die Farben so, die haben nicht alle diese massive Deckkraft. Wenn, dann muss man da ein bisschen mehr Geld hinlegen. Da gibt es verschiedene Stufen, also Serien schimpft sich das bei denen. Heißt praktisch Serie, keine Ahnung, ob es von 1 anfängt, aber Serie 2, 3, 4, 5 bis 9 und dann wird es dementsprechend auch teurer dann. Was mir halt aufgefallen ist bei dem Fluidrol, man muss ziemlich viel Wasser reinmachen. Die tropfen mir nicht oder die fließen nicht so richtig von meinem Stäbchen runter. Aber wenn ich es dann kipp, dann ist mir es fast schon zu dünn und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das wird. Wer damit schon von euch gearbeitet hat, ihr wisst ja dann schon eher Bescheid. Also für mich ist jetzt wirklich das erste Mal und ich bin echt gespannt. Weil das ist jetzt ein sehr helles Rot. Das sah mir eigentlich nicht so danach aus, weil ich eigentlich ein kräftiges Rot wollte. Ich weiß nicht, ob ich da noch ein bisschen mehr reinmachen sollte. Kommt mal noch 4 Tropfen rein. Ja, dann wird es auch etwas dunkler. Ich glaube, bei den Golden muss man aufpassen, es sind viele transparent. Also nicht ganz opak, wie man so schön sagt, also richtig deckend. Wie gesagt, auch das erste Mal.
wir probieren es jetzt einfach mal und dann schauen wir, was rauskommt. Aber ich denke mal, wie ihr mich kennt, bisher ging es eigentlich immer recht gut. Ich denke mal, ich kann das ungefähr einschätzen. Aber das ist das hier, das fließt halt nicht wirklich. Aber wenn ich es dann kippe, ist fast schon gut. Weil ich will es auch nicht zu dünn machen, dass nachher wieder alles verläuft. Beim Trocknen. For the English speaking people, ich mache das jetzt, yeah, I do this with subtitle. That's so typical for me in German and English, bilingual. That's better for me and I think it's better for you. You understand it better. My English is not so well. Also im Prinzip für die Englischsprachigen, ich mache das dann mit Untertitel, weil mir das doch zu anstrengend ist und mein Englisch ist nicht so gut, dass ich dann, wie ihr schon alle kennt oder bemerkt habt, dann ist es für mich einfacher und für die anderen ist es vielleicht auch einfacher zu verstehen. So, das ist das Problem, was ich jetzt habe im Prinzip. Es läuft nicht richtig, aber es ist fast schon flüssig genug. Und doch recht viel Wasser reinmachen. Außer ich mache es nachher zu dickflüssig, ich weiß es nicht. Wie gesagt, mein erster Test. Ja. Kommt auch sehr transparent rüber. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Es schimmert halt hier auf meinem Stäbchen durch. Ich denke mal, das reicht. Okay. Da möchte ich natürlich auch sehen, ob da Zellen entstehen, wie bei meinem Medium. Dazu wieder mein Silikonspray von Caramba. Zwei Spritzer. Ich sage immer 2 gute Spritzer. Ich übertreibe es ja immer gern. So. Leicht umrühren. Ja, der eine sagt mehr umrühren, eine weniger. Wenn man weniger umrührt, soll es ja größere Zellen geben. Weiß nicht, ich halte ja nichts davon. Aber gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich lege mal soweit alles weg. 2,5 Liter habe ich geholt. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung. So, Stäbchen raus. Oder liegt es an den goldenen Farben? Ich weiß es noch nicht. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. Gut, ich denke mal, ich mache mal ein ganz normales Bild, weil ich, wie gesagt, erstmal ausprobieren möchte. Weiß mal jetzt ein bisschen mehr, ich nehme das als Hintergrund.
Hm. Ja gut, es bilden sich schon am Rand leichte Zellen. Das ist ja schon mal positiv. Ups. Aber man muss ja auch sagen, ich habe euch vertraut, ihr habt ja gesagt, es funktioniert recht gut. Ich habe einige Schreiben von euch bekommen, sonst hätte ich es auch nicht gekauft. Also Mensch, jeder hat mir gesagt, dass es funktioniert. Bin ja echt mal gespannt, wenn es morgen früh dann trocken ist, dann zeige ich es euch auch noch. So, ich denke mal. Das dürfte schon reichen. Okay. Gut. Achso, übrigens, ja, mein Keilrahmen wieder schwarz vorbereitet. Diesmal 30 auf 30 cm, dass ich das nicht vergesse. Ich schreibe euch nachher auch unten in die Beschreibung rein, was für Farben das genau sind, weil wie gesagt, das sind eigentlich für mich teilweise schwer auszusprechen, diese Namen. Schreibe ich aber in der Liste, was ich verwendet habe. Da ist mir jetzt fast zu wenig weiß eigentlich. Das stört mich ein bisschen. Aber fließt sehr gut. So, die Ecken sind auch zu soweit. Ich denke mal, so lasse ich es. Was mich jetzt stört, ist einfach, dass das Weiß nicht richtig kommt.
Liegt wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe noch das Acrylic-Studio von Bösner genommen und die anderen Farben sind von Golden. Weiß nicht so gut, ob die sich so vertragen oder ob weil ich habe nicht weniger Farbe wie von den anderen genommen. Gut, aber ihr seht, es bilden sich schon Bläschen, also Zellen. Also mir sieht es ein bisschen zu transparent aus. Bin mir da jetzt noch nicht ganz sicher. Das ist immer das, wenn ich es bei den anderen Videos gesehen habe, also von anderen YouTubern zum Beispiel, dann war es halt auch immer, wenn es trocken ist, recht ja, matt fad. Das hat mir nicht so gefallen. Egal, jetzt hau ich noch ein bisschen Feuer drauf. Mit meinem kleinen Gasbrenner. Ja. Und mal schauen, ob man da noch ein paar Zellen entlocken kann. Ich habe zwar kleine Zellen, aber naja, nicht so optimal. Dann schauen wir mal. Vielleicht habe ich auch zu wenig von den Golden Farben genommen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist mein Test. Ich mache nochmal Bilder. Also was es macht, ist mein Weiß rausholen. Ja, was soll ich sagen, ist mir nicht so gelungen irgendwie, ich weiß es nicht. Mir gefällt es nicht so. Ich probiere das nächste Bild mal nochmal mit meinen Bösner Farben aus. Und dann schauen wir mal, wenn es dann getrocknet ist. Also ich zeige es euch jetzt auch nochmal von nahem, aber wie gesagt, mir optisch gefällt es nicht so. Dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Ich habe es jetzt mal 2-3 Minuten einwirken lassen. Seht selber, ich bin nicht begeistert. Vielleicht liegt es an diesen golden Farben. Ich weiß es nicht. Ich werde nochmal ein Bild probieren mit meinen Bösner Farben, ob sich da was verändert. Vielleicht habt ihr mir auch Tipps dafür. Viele machen das ja schon mit Fluidrol. Also mir sieht es halt nicht jetzt wirklich nach schönen Zellen aus, sondern nach, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig Flecken. Nimmt es mir nicht übel. Ich weiß nicht, ob es bei euch besser rauskommt, oder vielleicht könnt ihr mir auch Tipps geben, was ich jetzt falsch mache. Ich bin gerne auch auf Tipps angewiesen, ich helfe euch ja auch immer. Naja, also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, an was es jetzt liegt. Ich probiere es nochmal mit meinen anderen Farben aus, wie gesagt. Habe ich es zu dünn angemischt, zu dick angemischt? Eigentlich denke ich mal nicht. Na gut, ich schaue jetzt mal mit dem nächsten Bild. Lasst euch überraschen. Gerne helft mir. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Guten Morgen. Das ist jetzt das Bild am nächsten Tag. Das habe ich ja wie gesagt mit Fluidrol und mit meinen Golden Farben, mit diesen Flut Acrylics gemacht, auch der erste Versuch, also erster Versuch mit Fluidrol.
und den Goldenfarben. Ja, Zellen sehen anders aus. Es ist eher wie fleckig geworden. Es ist auch noch etwas nass. Mir gefällt es nicht wirklich. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es euch gefällt oder was ich eventuell falsch gemacht habe. Weil ihr habt mir ja viel geschrieben, dass es gut funktioniert mit Fluidrol. Ja, meine Zellen, ihr kennt es ja, die sehen normalerweise so aus. Oder so. Und nicht so. Vielleicht lag es auch an diesen Goldenfarben, dass die einfach zu dünn sind. Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich konnte es wieder teilen mit euch, damit ihr auch seht, wie es eventuell mal nicht funktioniert. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.